Grüße aus der Stadt des Tabellenführers. Bayern München ist nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Und was war das für ein Spieltag wieder? Wir hatten alles dabei. Späte Siege, rote Karten, viele Tore wie immer in der Bundesliga. Also ein toller Spieltag. Und wir wollen jetzt zusammen auf die Ergebnisse gucken und die mit meinen Tipps vergleichen. Los geht's! Was geht ab, Fußballfreunde aus Deutschland und der Welt? Mein Name ist Overskill Gaming und wenn ihr neu hier seid, wäre es nett, wenn ihr schnell den Subscribe-Button drückt. Liked das Video, wenn es euch gefällt und außerdem schreibt mir bitte in die Kommentare, wie euer Verein dieses Wochenende also am zweiten Spieltag gespielt hat. Im oberen Bereich habt ihr meine Tipps für den zweiten Spieltag. Und im unteren Bereich hier habt ihr die Ergebnisse der Partien, der 9 Partien des zweiten Spieltags. Wenn ihr mein Video noch nicht gesehen habt, wo ich den Spieltag so ein bisschen einläute und meine Prognose gebe, checkt das Video aus. Hier oben wird der Link jetzt eingeblendet. Und ansonsten bin ich mit meinen Tipps ganz zufrieden. Fangen wir an. Hannover gegen Dortmund. Ich habe das Unentschieden getippt. War eine torlose Partie. Ich hätte gedacht, dass ein paar Tore fallen. Ja, vermutlich ist Dortmund eher enttäuscht darüber und Hannover kann ganz gut mit dem Punkt leben. Dortmund hat diese Auswärtsschwäche und die hat sich wieder einmal gezeigt. Ich glaube, ja, Dortmund muss offensiv noch ein bisschen was machen, ein bisschen bessere Abstimmung haben. Aber ich glaube, Lucien Favre kann das schaffen, über die Saison gesehen, und ich glaube, Dortmund wirkt zumindest so solide, dass sie eine Saison spielen, wo sie um Platz 2 und 3 mitspielen können. Ihr seht es an meinem Trikot. Ich bin Freiburg-Fan und ja, was soll man sagen? Hoffenheim hat Freiburg besiegt. Allerdings muss man sagen, wenn man sich das Spiel angeguckt hat oder auch nur die Highlights gesehen hat, Freiburg hatte, und das sage ich nicht, weil ich Freiburg-Fan bin, sondern Freiburg hatte genügend Chancen, das Spiel zu gewinnen oder zumindest hier einen Punkt mitzunehmen. Freiburg in der ersten Halbzeit mit Glück. Hoffenheim hat ein Abseitstor geschossen, was durch den Videobeweis zurückgenommen wurde. Okay, hier hat der Videobeweis einmal gut geklappt. Ich meine, die ganze Kritik ist sicherlich gerechtfertigt, aber hier in diesem Fall hat er für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Dann vor der Pause noch Freiburg mit der Führung durch den Neuzugang aus Köln, unseren neuen Abwehrspieler Dominik Heinz. Aber nach der Pause eklatante Abwehrschwächen bei Freiburg. Da haben sich 3 Leute über den Haufen gerannt und dann mussten die Hoffenheimer nur noch einschieben. Dann gleich in der Folge das 2:1 für Hoffenheim. Danach das Anrennen von Freiburg auf das Tor der Hoffenheimer, was glücklos blieb. Noch ein Lattentreffer von Petersen und am Ende dann das Tor im Konter von Hoffenheim. Also was soll man sagen, nicht ganz unverdienter Sieg von Hoffenheim, die sicherlich abgeklärtere Mannschaft. Und ja, Freiburg, ich habe 2:0 für Hoffenheim getippt, also die Qualität von Hoffenheim ist eben unbestritten und Freiburg muss aufpassen in dieser Saison, dass man es schafft, jetzt irgendwoher Punkte zu holen, sonst wird das, glaube ich, ganz, ganz eng und das muss ich leider auch als Freiburg-Fan sagen. Die nächste Partie des Spieltags war der Aufsteiger aus Nürnberg gegen den FSV Mainz 05 und hier habe ich wieder richtig getippt, das Ergebnis nicht ganz. Ich habe gedacht, es endet torlos, beide Mannschaften eher so mit einem Abtasten. Aber man muss sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, Nürnberg war bärenstark, also für einen Aufsteiger. Echt Respekt, jeder, der Nürnberg-Fan ist. Die Mannschaft sieht grundsolide aus. Ich meine, es wird ganz klar keine einfache Saison, wie das halt so ist, wenn man aufsteigt. Aber nach dem Spiel gegen Mainz, es hat so ein bisschen die Cleverness gefehlt, um 3 Punkte mitzunehmen. Aber großen Respekt hier an Nürnberg. Und der Punkt, ich meine, er ist besser als zu verlieren. Also Mainz hat Glück gehabt, dass sie diesen Punkt hier mitnehmen konnten. Augsburg gegen Gladbach war für mich in den Tipps eigentlich eine relativ deutliche Angelegenheit für Gladbach. Ich habe 1:2 für Gladbach getippt, weil ich dachte, Gladbach dominiert mit ihren durchaus guten Spielern das Spiel, schießt offensiv 2 Tore und Augsburg schafft es, vielleicht über Gregoritsch oder Max vielleicht ein Tor in der Schlussphase zu erzielen, um die Sache nochmal spannend zu machen. Aber ich habe gedacht, Dieter Hecking bekommt es diese Saison in den Griff, dass Gladbach diese Auswärtsschwäche hat.
Aber, wie wir am Ergebnis sehen, nur 1:1 und Augsburg befindet sich in der Tabelle jetzt auf Platz 6, direkt hinter Gladbach. Beide haben 4 Punkte. Beide haben 4 Punkte. Und ich würde sagen, dieses Unentschieden für Augsburg eher ein gewonnener Punkt und für Gladbach würde ich sagen eher 2 verlorene. Ich meine, Gladbach hat sich toll verstärkt, super Spieler dazu geholt. Ich glaube, Gladbach wollte das Spiel gewinnen und für Augsburg ist der Punkt vollkommen okay. Eines der spannendsten Spiele ohne Zweifel war die Partie Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Frankfurt mit dem Sieg in Freiburg gestartet in die Saison, also ein guter Start nach dem verpatzten Pokalspiel, und Werder Bremen mit einer neuen Mannschaft, mit Verstärkungen. Man hat gesagt, man will wieder nach Europa, also eine offensive Transferpolitik und offensive Ziele. Werder Bremen am ersten Spieltag nur mit dem Unentschieden, und auch gegen Frankfurt stand es lange 1:1, sah lange nach einem Unentschieden aus. Frankfurt war früh dezimiert, hat aber großartig gekämpft in Unterzahl, und dann wurde aufgrund einer schweren Verletzung sehr, sehr lang nachgespielt und das Tor ist in der 96. Minute gefallen für Bremen. Bremen gewinnt also 2:1 das Spiel. Ich hatte 2:2 Unentschieden getippt. Es sah lang nach einem Unentschieden aus und so, als hätte ich richtig getippt. Aber ganz ehrlich, nach den vielen schwierigen Jahren für Bremen, so ein bisschen besteht ja eine Fanfreundschaft zwischen Freiburg und Bremen. Deswegen habe ich leichte Sympathien für Bremen und es hat mich tatsächlich gefreut, auch wenn Frankfurt großartig gekämpft hat, dass Bremen diese 3 Punkte mitnimmt. Und soweit ich mich erinnern kann, in den letzten Jahren hatte Bremen nie gute Starts in die Saison. Und jetzt haben sie schon 4 Punkte nach 2 Spielen. Also ich glaube, Bremen kann so ein kleines Wörtchen da vorne mitreden, vielleicht um die Euroleague-Plätze oder um Platz 7, 8 herum. Unsere nächste Partie und hier eine meiner Meinung nach riesige Überraschung. Der VfL Wolfsburg ist eines der Teams, die bisher beide Spiele gewonnen haben. Sie sind hinter Bayern München Tabellenzweiter und ich hatte getippt, Leverkusen gewinnt das Spiel gegen Wolfsburg 3:1. Meiner Meinung nach hätte man das so erwarten können, aber es kam anders. Wolfsburg, ehrlich gesagt, in weiten Teilen richtig gut, und ja, Heiko Herrlich, der Trainer von Bayer Leverkusen, sah zeitweise schon verzweifelt aus, und das am zweiten Spieltag. Wolfsburg hingegen mit ein paar frischen Leuten und einem neuen Stürmer aus Holland, der auch gleich sein erstes Tor geschossen hat. Sehr, sehr gut sahen die aus, wirklich sehr, sehr stark. Und sie gewinnen auswärts in Leverkusen 3:1. Und ich würde sagen, das gelingt eigentlich nicht vielen Mannschaften, wenn die Saison normal verläuft. Also Wolfsburg, nachdem sie letzte Saison noch sehr, sehr schwach waren und die ganze Zeit eigentlich gegen den Abstieg gespielt haben, jetzt sehr, sehr gut gestartet, sehr, sehr souverän. Und wenn ihr mal darauf achten wollt, wenn ihr Bundesliga schaut und das Spiel vorbei ist und Bruno Labbadia, der Trainer vom VfL Wolfsburg, das Spiel gewonnen hat, müsst ihr ihn euch ja mal angucken. Immer wenn er jubelt, denke ich weiß nicht, er wäre gestorben, wenn sie das Spiel verloren hätten, oder sein Leben hängt davon ab. Also richtig krass, wie der abgeht, wenn der Spiele gewinnt. Müsst ihr einfach mal drauf achten. Und ja, was kann man sagen? Wolfsburg super in die Saison gestartet. Und gleichzeitig Krise in Leverkusen. Da muss was passieren, da müssen sich Spieler zusammensetzen. Da muss einfach mehr kommen. Nächstes Spiel, nächster Auswärtssieg, so könnte unser Motto lauten. Was hatte ich getippt? 3:1 für Bayern München, also relativ standardmäßig getippt. Und am Ende war es ein souveränes 3:0 für Bayern in Stuttgart, also nicht wie am letzten Spieltag der letzten Saison, dass Stuttgart tatsächlich mithalten kann. Und auffällig, Leon Goretzka, Neuzugang aus Schalke, schießt das 1:0 und gleichzeitig damit sein erstes Bundesligator für den FC Bayern München. Danach Kontrolle, souveräne Bayern, die weiteren Tore von Lewandowski und Müller. Die haben jetzt schon wieder nach 2 Spieltagen jeweils 2 Tore. Und es scheint, als ob auch Thomas Müller wieder nach der verkorksten WM in seine Form gefunden hat. Ja, was soll man sagen? Bayern München unter Niko Kovac nicht viel schlechter als unter Guardiola, Ancelotti, Heinkes oder wer auch immer sie trainiert. Scheint nicht wirklich entscheidend zu sein. Und ja, Bayern München 2 Spieltage souveräner Tabellenführer. In der ersten Sonntagspartie trafen RB Leipzig und der Aufsteiger aus Düsseldorf aufeinander. Und hier muss ich sagen, ist mir mein Tipp schon fast ein bisschen peinlich. Ich meine, ich habe gedacht, nach der Enttäuschung am ersten Spieltag
kommt eine Reaktion von Leipzig. Ich meine, die hatten 4:1 gegen Dortmund verloren, aber es kam eigentlich überhaupt nichts. Das Unentschieden gegen den Aufsteiger aus Düsseldorf ist für die talentierte junge Mannschaft wie eine Niederlage. Ich meine, der eine Punkt zu Hause gegen Düsseldorf. Damit kann niemand in Leipzig zufrieden sein. Und für Düsseldorf, erster Punkt nach langer Abstinenz aus der Bundesliga. Die können komplett zufrieden sein, haben ein solides Spiel gezeigt und sind mit dem Punkt jetzt relativ gut in die Saison gestartet. Was kann man erwarten als Aufsteiger? Da muss man jeden Punkt mitnehmen. Last but not least, ein weiterer Auswärtssieg, eine weitere Überraschung meiner Meinung nach und ein weiteres Team mit einem schwachen Saisonstart und schon mit einer kleinen Mini-Krise. Die Rede ist von Schalke gegen Hertha BSC Berlin. Mein Tipp seht ihr, ich habe 2:0 für Schalke getippt. Meiner Meinung nach Hertha eher zu Hause stark. Wenn, dann holt man die Punkte eher zu Hause. Aber jetzt, was soll man sagen? Scrollen wir kurz in die Tabelle. Hertha ist neben Bayern und Wolfsburg das einzige Team mit 6 Punkten nach 2 Spieltagen. Und Schalke steht mit ganz unten, beide Spiele verloren. Keine Punkte, das ist schon, wie gesagt, eine kleine Mini-Krise. Hertha setzt sich also am Sonntagabend, gerade erst vor einer halben Stunde oder so zu Ende gegangen, richtig gut mit 2:0 durch. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Und ja, alle Schalke-Fans, jetzt muss man aus den letzten Jahren lernen und versuchen, ruhig zu bleiben. Ich glaube, die Mannschaft ist stark, der junge Trainer, also Tedesco, wird die Sache in den Griff kriegen. Und ja, ich meine, dieses Jahr muss Champions League gespielt werden. Da hilft jetzt alles nichts. Da kann jetzt keine Panik geschoben werden oder irgendwas. Wie gesagt, die Mannschaft ist eigentlich sehr stark. So Leute, das waren meine Tipps und alle Ergebnisse des zweiten Bundesligaspieltags. Die Tipps kommen jetzt immer Freitagabend, jede Woche vor den Spieltagen. Dann die Zusammenfassung am Sonntagabend. Schaltet ein zu den neuen Folgen, subscribt, um die neuen Folgen nicht zu verpassen. Lasst mir ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Danke fürs Zusehen. Mein Name ist Overskilled Gaming. Ich bin raus. See ya!